Ah, Navi-Intelligent. Also hier brennt schon. Aber hier unten müssen wir gar nicht lang. Wir müssen nur da hoch auf diese Wehrwelle. Und hier geht es nicht rein, da ist voll mit Schnee. Also haben wir nur noch einen Gang hier. Wo kamen die denn dann überhaupt her? Wahrscheinlich ja da aus der Tür, in die wir jetzt gehen. Da wird es sicher nur so wimmeln, wie wir unser Glück kennen. Ich habe gerade mal schnell hier die Skills Wir haben das angeschaut. Notfeuer gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Begebt euch zurück in die Bastion. Nein, ich muss dabei helfen, diese Mauern zu halten. Passt auf! Das. Was? Das ist abscheulich, aber kaum mehr als ein Knabe. Ah, Sachen passieren, ne? Als ob wir nicht schon Schlimmeres gesehen hätten. Von wo schießt denn da? Da kann man gar nichts dagegen tun. Aber ich glaube, die treffen ja noch nicht wirklich. So, einen gelben Zweihandhammer haben wir gefunden. Können wir nachher mal angucken. Dies ist unsere Chance, uns zu beweisen. Auf Oh. geht's. Das hätten wir mal vorher schon kaputt machen können, diese Wanne mit Öl. Ich bin verwundet. Die haben wir uns genüscht. Dämonische Höllenschwingen, die sehen ja auch geil aus, die Teile. Asmodan erschuf die dämonischen Höllenschwingen, nachdem er vor Tausenden von Jahren um ein Haar eine Schlacht gegen Tyrael verloren hatte. Die Engel brachten ihre leuchtenden Flügel glorreich zum Einsatz, um die Dämonenscharen auszumanövrieren und deren Befehlshaber anzugreifen. Asmodan war frustriert darüber, beinahe besiegt worden zu sein und fing an, geflügelte Dämonen zu züchten, die in der Lage waren, Engel in Stücke Ich habe zu nicht reißen. genug Mana. Das ist natürlich nicht geschickt, wenn die Engel in Stücke reißen können. Aber ich frage mich gerade. Erstmal drehe ich nochmal leiser gleich. Das kann ich auch gleich machen. Hier machen wir es mal auf 30. Das ist vielleicht etwas besser. Da hört er noch genug vom großen Schlachten um uns rum, aber versteht mich vielleicht ein bisschen besser. Ich wundere mich nur gerade darüber, wie es funktioniert, dass jetzt seit 300 Jahren eigentlich der Kommandant gewesen sein soll, also Asmodan Belial, aber sie vor Tausenden von Jahren jetzt auch schon eine Schlacht verloren haben und dann angefangen haben, diese Viecher zu züchten. Also das sagt ja eigentlich aus, dass er auch schon, wenn er die Schlacht verliert, dann ja auch schon so eine Art Kommandant war. Vor Tausenden von Jahren, statt nur von vor 300 Jahren. Haben sich wahrscheinlich einen kleinen Fuck-up geleistet. So, und ihr wollt einfach nur mal Hallo sagen, vermute ich mal. Das ist schön, dann könnt ihr jetzt wieder gehen, uneingebellter Besuch. Mag nämlich niemand. Und da hat gerade sogar einen nach unten gefordert, ins Loch. Mal ein bisschen heimgucken, hier durch die Gegend laufen und vor allem gegen die Schamanen vorgehen. Propheten fallen. Weil die beleben hier nur wieder. Ich zum Beispiel. Ich brauche mehr Mana. Ich mag die Säurewolke einfach. Kannst du sagen, was du willst. Wunderbar, wie die reinhaut gerade. Jetzt habe ich Mist aufgesammelt, oder? Nee, doch nicht.
Ach, ich dachte, die wäre irgendeine Falle oder so, diese Barrikade, aber die geht einfach nur kaputt. War's das jetzt? Jawohl, sehr gut. Oh, guck mal. Morgen, ein neuer Name. Die Verlegung in die Bastion hat sich als genauso eintönig herausgestellt, wie ich es mir gedacht hatte. Die Soldaten verbringen die meiste Zeit mit dem Glücksspiel. Ich schätze, von diesem ausgehöhlten Felsen ist nichts anderes zu erwarten. Er ist bloß noch ein Schatten seines früheren Ruhms. Aber ich bin hier, um für Anna sorgen zu können. Ich hoffe, es geht ihr gut. Tja, das hat sich jetzt ganz offensichtlich geändert. Die Langeweile. Hauen wir eine Verwirrung hier rein und lassen sie ein bisschen kämpfen. Wichser. Ja, da hat es ein paar nicht so erwischt. Zünden wir da mal ordentlich rein. Du auch. Ah, das war genau. Wir hatten ja jetzt hier diese Rune, die den komplett zugrunde richtet. Oder sehr lang, also die nicht auf andere übergeht. Langsam komme ich wieder ein bisschen besser rein. Wie das alles funktioniert. Wie gesagt, in 2 Wochen vergisst man doch einiges. Und ich habe auch meine letzten Folgen hier gerade nicht angeschaut. Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Oh oh. Nee, das geht schief. Sogar komplett schief geht das. Jetzt können wir vielleicht mal eine Verwirrung nochmal reinhauen. Und ein bisschen Flächenschaden. Heben wir mal das Mana dafür auf. Ihr sterbt! Ja. Wenn dann nämlich auf einmal alles auf einem Punkt steht, ist das alles ganz schön scheiße, ne? Ein würdiger Gegner. Ah, sagst du. So, lass mal schnell gucken, was das für ein Erfolg war. Hört auf, euch zu prügeln. Das hört sich nämlich interessant an. Sorgt dafür, dass sich 30 Monster gegenseitig töten, während sie verwirrt sind. Das ist cool. da machen wir die Zahl 3 mal noch nach oben. So, ein Scharfrichterschwert. Oh, wenn das ein Einhandschwert wäre, das wäre cool. Dann, oh hoppla, das war ein Leck gerade. Weil dann, Moment, die Hunde holen wir gleich mal neu, dann kann hier der Cooldown ablaufen. So, das hier war Müll. Zweihandschwert, verdammt. Dann wäre das nämlich hier was für Cormac gewesen, aber wir identifizieren es mal. Und dich auch. 28,1. 19 Intelligenz, na gut. Und ein Zweihandstreitkolben. 27,4. Schauen wir auch mal, ob wir damit irgendwann vielleicht noch was anfangen können. Was macht das hier? 31 Intelligenz, Amulett des Fokus. Wuhu! Gib her. 1000 gegen 8 Intelligenz. Auf jeden Fall. Geht voll ab, Alter. So, da hinten müssen wir. Na gut, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen verschwendet. Das Betören sollte man sich doch aufheben für wirklich große Gruppen, da der Cooldown nicht zu verachten ist. Oh, ein Soldat. Oh, der Soldat ist gestorben. Hätte ich das mal nicht gesagt. Habe ich ihn nur gejinxt dadurch. Da ist ein Feuer. Das heißt, hier ist das eine Ende, dann müssen wir wahrscheinlich noch zu einem anderen rüber. Oh oh. Yeah, Gift. Und nochmal. Und nochmal. Das ist schön. Hier oben auf den Mauern mag ich's. Oh, what? Ihr seid ein willkommener Anblick, Held. Ihr spinnt doch. Der dämonische Höllenbringer. Wir laufen mal ein bisschen drum rum, um uns den anzugucken.
Der speit auf jeden Fall diese Viecher aus. Holy crap. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass der dämonische Höllenbringer nur eine Erfindung sei. Ein aus den wirren Vorstellungen meiner Vorfahren geborener Albtraum. Man stelle sich bloß einen Dämonen vor, der größer ist als ein Turm und unzählige Lakaien aus den Tiefen der Höllen heraufwürden kann. Sollte solch eine Monstrosität wirklich existieren, ist unser Volk dem Untergang geweiht. Ach, jammer nicht. Man kriegt sie doch tot. Und was kommt hier? Der Mondhund der gefallenen Schänder. Kennen wir, glaube ich, noch nicht, oder? Hoppla, hoppla. Das ist auf jeden Fall wirklich schnell. Und hier brennt irgendwie der Boden. Ah, fresst Säure! Fresst mehr Säure! Heilt mich! Hilfe! Haben wir mal eben einen Heiltrank eingeschmissen, wie ihr mitbekommen habt. Oh. Egal was das rote Leuchten ist, war gerade so ein Debuff angezeigt. Aber man sollte am besten nicht lange drin stehen bleiben. Na, ach, da hinten ist auch schon einiges tot. Da stehen auch nochmal Soldaten. Wir laufen hier nochmal über die Schätze. Und put. Alle her zu mir. Ja. Ich wurde geheilt. Herrlich. Und Comet macht mittlerweile einen wirklich guten Job, was seine Heilfähigkeiten angeht. Ring. Gesockelter Ring. Der hat wahrscheinlich nichts außer den Sockel wieder, oder? Genau. Das ist Müll. Und ach, egal wo wir hinkommen, sterben die Soldaten. Das ist doch blöd, Spiel. Lass die doch auch mal leben, dass sie wenigstens das Gefühl haben, irgendwen retten zu können. Anstatt dass immer nur alles verreckt. So, ich hole mal neue Hunde her, schnell. Irgendwas Interessantes? Nein. Und natürlich wieder so ein Viech. Ich höre, ihr seid der Beste. Da hörst du richtig. Wir schießen nämlich gerade mit einem Blasrohr einen turmhohen Dämon. Das ist schon verdammt cool. Und du verpiss dich auch noch, Höllenschwinge. Du hast dir gar nichts mehr zu melden. Die beiden überleben jetzt hoffentlich mal. Wenn wir schnell genug weggehen, werden sie es wahrscheinlich. Wo können wir mal hingehen? Lass uns erstmal hier in der Mitte durchgehen. Und wo geht das hin? Nur hier nach oben, also macht auch nichts aus. Schade. Die bringen nicht mehr so wirklich was, diese ganzen... oh. Ah, hier ist ein Ende. Da unten wird auch übrigens gerade groß geschlachtet. Also diese ganzen Umgebungsfallen und sowas, das hat echt massiv abgenommen seit Akt 1. Sein, die an den Wänden Lauft! Oh oh. Bei allem, was heilig ist. Seht ihr den Feind dort drüben? Ja, der heißt Wermut der Bürger und den machen wir auch voll kalt. Dem jage ich nämlich die Heimsucher und alles, was wir haben, voll auf den Hals. Wir haben es geschafft. Erheblicher Heiltrank. Das ist eine neue Sorte, glaube ich, oder? Jawohl. Was für eine? Oh, Würfel für den Schuft, alles klar. Und ansonsten aber nichts Tolles. Und da, ach, das ist nur ein Heilbrunnen. Ich dachte, das wäre schon wieder ein Feuer eventuell hier. Aber es... Nee, das wird noch ein Stückchen sein. Wir waren ja gerade wirklich eben erst an einem. Kämpft mit allem, was ihr habt! Ja, Gift, schnell! Haha. Ach du Schande. Oh. Und ich habe auch das Gefühl, es wird immer chaotischer und unübersichtlicher hier. Also ich sehe teilweise wirklich nur noch an den Lebensbalken,
wohin und auf was ich noch schießen muss. Und die sind schon wieder alle tot, die Soldaten. Das ist doch scheiße. Ach, naja. Gibt wohl Schlimmeres. So, hier. Ach, ich weiß, was ich mache. Lassen wir mal ein bisschen gegeneinander kämpfen wieder. Oh, hoppla. Die Geister holen euch. Jo. Von oben mit grüner Kotze. So, du wirst eingesucht und stirbst. Das war ziemlich schnell. Da hinten ein bisschen hat er noch. So, das war's für die Schamanen von denen. Dann machen sie es auch jetzt nicht mehr lang, bis sie nicht mehr wiederbelebt werden. Ha! 40 Stück, ordentlich. So will man das. Haben wir hier noch irgendwas Neues? 3 bis 6 Schaden, nicht wirklich, ne. Bisschen schlecht auch gerade noch die Anbindung hier. 362 Millisekunden. Aber es ist ja auch Freitagabend, 19 Uhr. Kurz vor dem EM-Spiel gegen Griechenland übrigens. Oh, hoppla. Komm auch mal rein, genau. Ja, ich lade gerade nebenher Folgen hoch, also es müsste jetzt auch schon fertig sein. Folge 62 war heute das Ende von Pull. Das heißt, dann müsste es jetzt, wenn ihr das gerade seht, Montag sein oder so. Und eine neue Stufe, super. Buschmagie. Gucken wir natürlich gleich mal an, die neuen Sachen. Und oh, gucken wir gleich mal an und schauen, was das alles bringt. Ja, da war er wieder weg, der Soldat. Na schön. Für Massenverwirrung auch was Neues. Das ist natürlich gut. Und die Geräusche sind nicht gut. Gehen wir mal hoch und zünden das an und dann können wir ja mal anschauen, was wir an neuen Fähigkeiten haben. Du wirst einfach auch mal ordentlich verhext und stehst da auch nicht mehr. Und anzünden. Unser Champion ist zu mächtig. Diese Bastarde hatten keine Chance. Allerdings, genau so schaut's aus. So will ich es hören von euch. Und jetzt schauen wir mal schnell hier in unsere Skills rein. Wir stellen uns mal unten zum Feuer hier. Das denen muss noch den Gar ausgemacht werden. So, jetzt. Zombie ohne Beschwören, was haben wir da? Verhexen. Buschmagie. Nee, ein Fetisch-Schaman finde ich scheiße. Ganz ehrlich. Säurewolke. Yeah. Vergrößert den Wirkungsbereich von Säurewolke. Saugeil. Und die Massenverwirrung reduziert die Abklingzeit von Massenverwirrung. Auch sehr, sehr gut. 2 super Fähigkeiten bekommen. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. So, und hier ist jetzt wieder Schluss, wa? Jawohl. Dann haben wir da wenigstens auch wieder ein paar Soldaten gerettet. Dann suchen wir uns mal einen neuen Ärger. Der Pfeil zeigt zwar nach rechts, aber vielleicht haben... Oh, hoppla. Vielleicht haben wir es doch hier unten jetzt ja bald fertig. Das heißt hier unten eher hier oben. Ich bin verletzt. What? Boah, das war knapp. Habe ich gerade den Notfallheiltrank eingeschmissen. Ich habe gerade gar nicht mitbekommen, was hier los ist. Ach, da ist ein gelber irgendwo dazwischen. Da. Sul der Abrechner. Schmeißen mal eine Verwirrung rein. Vielleicht ein bisschen was gebracht, um jetzt mal kurz zu entlasten, ja? Nicht aufsammeln während Kämpfen. Dummer und dummer Charakter, du.
Jetzt haben wir ihn. Ha! Ein würdiger Gegner. So, Sabatons haben wir gefunden. Das sind Schuhe. Jetzt gucken wir gleich mal an, was wir alles haben. Vielleicht neues Schild für Comic. Naja, es hat zwar mehr Rüstung um einiges, aber der ist halt immer noch magisch und magisch ist halt mal viel cooler. So, identifiziere das mal. 61 Rüstung, 20 Stärke, 30 Geschicklichkeit, 63 Intelligenz. Heilkugeln gewähren 56 Leben. Sprungkuh heißen die. Und die sind geil, die ziehen wir uns natürlich an. So, das war jetzt alles Wichtige. Den Heiltrank können wir mal einfach mal einsammeln. Ja, hier oben sind wir jetzt vielleicht bald am Ende. Der Rest dürfte noch alles hier unten sein. Die letzten 2 Stück. Es ist hoffnungslos! Laber nicht. Schnell, helft uns, sie zurückzukriegen. Machen wir. So, und schon geschafft. 2 Stück stehen noch. Hier geht's hier noch rein. Ne, dahinter ist ein Gerölleinbruch, obwohl die Decke oben noch steht. Ja, genau. So, und da hinten kommt eine hübsche Horde. Alle rankommen, alle rankommen. Splat! Euer Untergang ist besiegelt. 14 mit einem Schlag, das ist doch mal ordentlich. Das nenne ich einen Damage Output. Beschädigte Lianu. Ziel sah wie eine Armbrust gerade aus. Und sonst was, oh, was macht denn das da Die hier? Dämonen rufen eine entsetzliche Bestie herbei.